Ja, der erste Rennblock war cool. Also ich habe, glaube ich, so einen kleinen Steigerungslauf hingelegt, wurde von Rennen zu Rennen besser. Das, was ich mir erhofft hatte, also einfach so ein Stück weit Rennfitness zu gewinnen und auch Sicherheit wieder in die Abläufe und ein Stück weit auch meine Nervosität vor dem Rennen so ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen, dadurch, dass einfach so eine Art Routine entsteht. Es waren ja fast alle 2 Wochen ein Rennen. Ich glaube, das hat gut funktioniert und ich habe mich jetzt wirklich sehr gut gefühlt damit auch. Die letzte Reise da nach San Francisco und Boston, die war auf jeden Fall anstrengend. Also ja, das wird mir dieses Jahr vielleicht noch das ein oder andere Mal blühen, einfach noch eine längere Reise auch zu haben. Und das ist auf jeden Fall vom Impact nicht zu unterschätzen. Das hat mir die Reise nochmal gezeigt. Und gleichzeitig glaube ich, dass man auch da einfach die Erfahrung sammeln muss, so ein Stück weit eine Routine bekommen muss für die Reisen. Und ja, da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das jetzt auch schon mal weiter quasi eine gute Lehrstunde war und ich das beim nächsten Mal vielleicht auch schon wieder ein bisschen besser wegstecke. Ja, also gerade mein Menstruationszyklus, der ist eigentlich immer so ein ganz guter Gradmesser dafür, ob ich meinem Körper zu viel zumute oder nicht. Und obwohl ich jetzt zum Beispiel auch Kraichgau aus dem Training gemacht habe und so ein paar Sachen, sage ich mal, experimentiert habe, dann dazu noch die Reise mit einem großen Zeitumstellung auch, das sind immer so Störfaktoren, die wirklich auch den Zyklus crashen können und sie haben ihn nicht gecrasht, von daher glaube ich, ist das auch einfach für mich jetzt ein gutes Zeichen, dass ich sehr gesund bin, dass mein Körper, mein System sehr stabil ist und ja, das ist einfach ein cooles Feedback, was ich bekomme von meinem Körper, wo ich einfach jetzt auch mit Zuversicht hier dann ins Trainingslager nach St. Moritz gefahren bin, um wirklich den letzten harten Trainingsblock jetzt vor Rot zu machen. Also ich glaube, der spannende Switch ist, dass wir eine lange Vorbereitungszeit hatten, jetzt eine Wettkampfphase und jetzt nochmal eine relativ kurze, direkte Vorbereitungsphase hatten. Ja, und diese auch noch in der Höhe verbringen, weil wir das in den Jahreszyklus so eingebaut haben, dass wir ja jetzt hier nochmal diese 2,5 Wochen intensives Training in Richtung Rot haben. Ja, das ist glaube ich, der spannende Punkt und wo ich auch versuche, ein paar neue Erkenntnisse zu kriegen und Laura bestmöglich für Rot einzustellen. Ja, das Höhentrainingslager hier ist schon sehr bewusst gewählt, weil wir einfach über das Jahr mehrfach meinen Körper der Höhe aussetzen möchten, um einfach wirklich ja, die Effekte vom Höhentraining mitzunehmen. Und gerade jetzt vor meinem ersten großen Saison-Highlight, der Challenge in Rot, ist es natürlich cool, diesen Boost hier aus der Höhe mitzunehmen. Von daher habe ich mich jetzt sehr darauf gefreut, hier hochzukommen. Habe nervös immer das Wetter getrackt, weil ja, das kann doch ja auch hier oben sehr unbeständig sein. Aber die ersten Tage waren jetzt zumindest schon mal sehr schön. Na, ganz und gar nicht. Also der Teil ist, wir haben schon mehrfach Rennen gemacht direkt aus der Höhe. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, der primäre Grund ist, dass Laura hier sehr, sehr gut zur Ruhe kommt. Also sie hat im Prinzip ihre Umwelt, den Platz, an dem sie sich sehr wohl fühlt für die Vorbereitung. Das würde ich sogar noch vor den Höhentrainingseffekt jetzt im direkten Blick auf Rot sehen wollen. Aber wenn du dir das Big Picture dir anschaust, ist es für uns immanent wichtig, dass wir regelmäßig in die Höhe kommen und wir werden danach eben dann Richtung T100 in London gehen. Das heißt, wir haben den Juli dann zu Hause. Es ist wichtig, nach Rot sich gut zu erholen. Das heißt, wir setzen davor jetzt noch einen Block in der Höhe, wo Laura auch sich in der Höhe ja, auf Rot hin tapert, also gut erholen muss hier oben. Aber im großen Blick ist es halt super relevant, also hier während der Zeit nochmal nahezu 3 Wochen in die Höhe zu kommen, um das für Nizza aufzubauen. Im Sommer komme ich deutlich lieber hierher, wobei ich sagen muss, ich komme immer gern hierher. Aber ja, Sommer ist mehr meins, da kann ich natürlich auch einfach mehr draußen machen. Im Winter, habe ich ja gesagt, ist das Training hier oben teilweise ein bisschen ein Kompromiss. Und das ist im Sommer definitiv nicht, außer wenn man jetzt mal einen richtigen Regentag hat. Aber das Schöne hier oben ist, dass das Wetter ja nie jetzt ewig lang schlecht ist, sondern gerade auch durch den Wind und so, glaube ich, zieht es schnell weiter. Und selbst wenn ich hier und da mal eine Indoor-Einheit machen muss, ist es kein Drama. Das tut ja manchmal auch ganz gut und bisher war das aber noch nicht der Fall.
Ja, der Philipp hat mir versprochen, dass jetzt so kurz vor Rot auch das Training mal so ein bisschen langdistanzspezifischer wird im minimalistischen Ansatz. Das heißt, ich darf jetzt auch mal, weiß ich nicht, 2, 3 längere Radfahrten machen. Eine habe ich schon gemacht, schön die Julia-Albula-Runde, eine meiner Lieblingsrunden hier oben. Und ja, vielleicht darf ich auch noch mal die Flürla Davos-Albula-Runde fahren, die ist dann noch mal ein bisschen länger, hat noch mal ein paar mehr Höhenmeter und ja, vor allem diese langen Radfahrten ist einfach was Besonderes, das mache ich sonst eigentlich nicht und gerade mit der Kulisse hier und den langen Passfahrten ist es natürlich auch ein super gutes Training. Die Abfahrten sind natürlich auch dabei, bereitet mich dann sicher auch noch mal ganz gut vor auf Nizza. Und ja, jetzt erstmal für Rot verspreche ich mir davon einfach auch noch mal einen Tacken ökonomischer zu werden und ja, vor allem richtig fit. Ja, kurz vor der Abreise haben wir die Zeit auch noch mal genutzt, um auf dem Rad und beim Laufen einfach noch mal zu schauen, wo ich gerade stehe. Ist natürlich gut, bevor man in ein Trainingslager fährt, dass man einfach aktuelle Zahlen hat. Was genau sich der Philipp da angeschaut hat, das kann er vielleicht selber noch erzählen. Soweit ich das verstanden habe, ging es ja einfach vor allem in Bezug auf mein angepeiltes Race Pace, da gerade auch um den Sauerstoffverbrauch, um die Laktatbildung. Und das sind ja so ein bisschen dann auch die Stellschrauben, die wir versuchen hier oben jetzt zu verbessern für Rot, weil im Endeffekt ist Langdistanz halt einfach ein Energiespiel und ja, wer da möglichst effizient eine hohe Geschwindigkeit gehen kann, der wird als schnellstes im Ziel sein. Und ja, in der Regel oder in der Vergangenheit hat es einfach immer gut funktioniert, hier oben nochmal wirklich gerade in diese Richtung Race Pace, Geschwindigkeit hier oben nochmal effizienter zu werden. Ich muss sagen, ich glaube, die Zahlen waren jetzt auch schon ganz gut und trotzdem wissen wir jetzt genau, was wir jetzt hier oben nochmal machen dürfen. Also das ist jetzt tatsächlich ein bisschen was Besonderes gewesen. Einmal ist es mega cool, dass wir, sage ich mal, unser System komplett hinbekommen haben. Das heißt, wir haben im VO2 Master ein mobiles Spirometriesystem, wir haben unser stationäres System. Wir haben das alles im Keller und die Chance daran war jetzt einfach, dass wir in einem Wettkampfblock nochmal ganz aktuelle Werte hatten, weil ganz häufig ist es so, dass man es sehr gewissenhaft über den Winter macht und diese Vorbereitung und dass nicht nur bei mir, okay, ich sehe die Daten von Laura, beispielsweise jetzt vom Rennen, vom Training, dass ich da nochmal mein Gefühl wirklich abgleiche und dann ja im Prinzip den Plan für die relativ geringe verbleibende Zeit, für die Zeit hier oben, so präzise wie möglich erstellen kann. Ja, ich habe natürlich, als wir die Saisonplanung gemacht haben, Rot einfach als großes Highlight da in den Rennkalender gesetzt. Muss aber auch sagen, dass ich mich geistig erst jetzt wirklich quasi darauf einlasse. Die letzten Monate oder die ersten Monate waren einfach wirklich geprägt jetzt von den kürzeren Rennen. Gerade jetzt auch nochmal das T100-Rennen war ja noch kürzer als eine Mitteldistanz. In so Momenten, wenn man das ins Ziel bringt, ist echt komisch die Vorstellung, da eine Langdistanz zu machen. Aber gerade auch jetzt mit der Rückkehr von San Francisco und Boston muss ich sagen, jetzt freue ich mich richtig drauf auf die Herausforderung Langdistanz. Habe auch das Gefühl, ich bin die ganze Zeit gerade schon ja, innerlich so am Vorbereiten auf Rot, auf alles, was mich da erwartet. Erwische mich dabei, dass ich mir die Bilder vom letzten Jahr anschaue und mich da so ein bisschen zurückversetze und wirklich das Gefühl habe, das bestimmt jetzt meine Gedanken auch im Training und jetzt so wirklich die letzten 3 Wochen vorher, jetzt ja, groovt sich so alles ein und jede Zelle bereitet sich auf Rot vor. Also ich glaube, man darf alles, was im Winter hier oben geschieht, erstmal als Grundlagen, Basisarbeit fürs Jahr und so weiter. Aber das ist ja ohnehin ein Bestreben, was wir hatten und auch, glaube ich, ein Grund, warum über die Covid-Zeit so viele Leute gut geworden sind, weil sie konsistent lange Blöcke trainiert haben und sie im Prinzip keine Unterbrechung da drin hatten. Ja? Und deswegen kämpfe ich als Trainer immer wieder dafür, dass es eben diese konsistenten langen Blöcke gibt. Und je klarer ich vorher weiß, wo ich stehe, umso besser kann ich mich davon wegentwickeln. Deswegen ist es natürlich ein super cooler Punkt, da ganz genau reinschauen zu können, zu sagen, ja, wir haben jetzt eben auch auf dem Rennen wie das San Francisco-Rennen, was einen extremen Unterschied in Average Normalized Power beispielsweise hatte, hinzugehen. Und deswegen habe ich mir da die Effizienzwerte jetzt nochmal angeschaut. Es war gar keine volle Ausbelastung vom Test her, sondern wir haben im Prinzip die Basiswerte nochmal bis zur ventilatorischen Schwelle 1 leicht darüber mit ganz kleinen Stufen abgefahren. Da habe ich die Vergleichswerte von Laura und dann kann ich da ganz klar sagen, wo wir jetzt hier unterwegs sind und dann kann ich es einschätzen, wo sie hier ist, wo sie zu Hause ist und dann ja, kriegt sie die entsprechenden Vorgaben für die langen Pässe hier beispielsweise.
Ja, also Kick-Ass hatte ja letztes Jahr auch in Rot erstmals einen Messestand ihr erinnert euch vielleicht an das Eis und so weiter und auch das Team an der Strecke. Es war mega coole Erinnerung, auch die ich an das Rennen habe, einfach da das Kick-Ass-Team zu erleben. Und dieses Jahr ist das Besondere, dass wir vor allem, ich glaube, über 35 Athleten selber am Start haben in Rot. Und das Rennen im Kraichgau hat ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, weil wir jetzt eben auch erstmals eigene Einteiler haben. Und das war für mich auch so cool, im Rennen die Leute direkt zu erkennen und teilweise zu überholen oder zu begegnen, anzufeuern. Und ja, das ist einfach was ganz Besonderes, wenn man einfach weiß, das sind ja Athleten aus der eigenen Firma, die man da auf dem Weg begleitet und jetzt gemeinsam in Rot an der Startlinie zu stehen. Und für einige ist es eben die erste Langdistanz. Ja, das ist was ganz Besonderes und macht auch für mich das Rennen noch mal besonderer und da freue ich mich extrem drauf. Die Einteiler sind so geil geworden. Es gibt ja 3 verschiedene. Ich weiß noch gar nicht, welcher mein Favorit ist. Leider darf ich ja keinen davon tragen. Ich habe ja mein eigenes Design. Aber ich muss sagen, die Trainingsbekleidung, die es ja auch gibt, die bin ich natürlich schon fleißig am Tragen und bin ein riesengroßer Fan. Und kann jetzt vielleicht schon mal anteasern, dass es die dieses Jahr dann in Rot beim Kick-Ass Sports Messestand auch zu erwerben gibt. Also wer da einfach ein super cooles Outfit haben will mit Kick-Ass Superpower Sachen drinne, der soll einfach mal vorbeikommen. Genau, also hier sieht man auch schon mal so ein bisschen die Farben, die auch jetzt verwendet werden in den Designs und diesen schönen Pulli gibt es da unter anderem auch coole T-Shirts. Das Motto von uns oder von Kick-Ass generell ist ja so ein bisschen, dass wir Menschen helfen wollen, ihren eigenen Superpower zu entdecken und gerade so dieses Motto ist auch vor allem in den Rennanzügen so ein bisschen eingewoben durch kleine Gimmicks und ja, mir persönlich gefällt es mega cool und ich bin mir sicher, genauso wie mit den Kick-Ass Socken oder auch zum Beispiel mit den Kick-Ass Ohrringen, dass euch das schneller macht und von daher lohnt es sich vorbeizukommen. Ja, total, weil das ist auch wenn es 2 Stunden Fahrt von unserem Heimatort sind, ist es so eine Art Heimrennen. Wir haben auf jeden Fall im letzten Jahr beim ersten Start ein paar Sachen offen gehabt, die nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und jetzt ist das ganze Team so wirklich dahinter, es sind alle dabei. Ich glaube, das ist das Besondere dabei. Sonst ist es ja, manchmal reisen wir zu zweit, manchmal reisen wir zu dritt, aber jetzt Rot hat immer die Chance, dass den Klassentreffen. Es kommen alle zusammen, ja. Und das ist super cool. Und ja, von Kick-Ass haben wir einen Haufen Menschen dabei, die alle das als ihren Saisonhöhepunkt haben. Und deswegen freue ich mich unheimlich auf die Stimmung. Und unser gesamtes Team ist am Start. Du bist mit am Start. Deswegen, das ist was Besonderes, ja. Ja, ich werde auch bei Kick-Ass am Stand sein und wir haben da ein sehr cooles Programm auch zusammengestellt. Also zum einen gibt es die Merchandise-Sachen, ihr könnt natürlich auch alle eure Fragen stellen zu unseren anderen Produkten und wir wollen dieses Jahr auch so ein bisschen ein paar Talks mit Gästen, unter anderem auch mit mir, stattfinden lassen und das gesamte Programm, das werde ich auf jeden Fall auch noch mit euch teilen. Am besten schaut ihr da bei mir kurz vor dem Rennen in Rot bei Instagram vorbei, da werde ich das euch nochmal genau sagen, wann ich wo wie bin, wo ihr mich treffen könnt. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen, viele von euch in Rot zu sehen. Ja, wir haben dieses Jahr bei Kick-Ass Sports so ein besonderes Projekt gehabt, das Projekt Rot 24, wo wir eben 25 Athleten auf das Rennen in Rot vorbereiten mit einem quasi all-inclusive Trainingspaket, mit noch Nutrition von Ministry, mit Bikefitting, mit Performance-Tests und so weiter. Und das war so erfolgreich und hat so viel Freude gemacht, die Athleten auf ihrem Weg zu begleiten und zu sehen, was für wahnsinnige Entwicklungen die machen und wie viel Spaß die einfach auch jetzt schon in der Vorbereitung hatten, dass wir beschlossen haben, dieses Projekt für nächstes Jahr auch schon an den Start zu bringen. Das heißt, ihr könnt jetzt und auch am Messestand in Rot euch darüber informieren, euch einen der 25 Plätze sichern. Es ist ein Startplatz für das Rennen in Rot dabei, die sind ja auch heiß begehrt und eben dieses ganze Paket mit Coaching, Ausstattung und so weiter.
Ja, ich versuche, mich so gut es geht zu zerteilen in den Tagen davor. Wir haben ein paar Schlüsse gezogen, was wir unabdingbar für Laura isoliert machen bei den Sachen, da wir letztes Jahr damit zu großzügig waren. Und auf der anderen Seite haben wir ganz klar auch unsere Interaktion, wo wir dann unterwegs sind und mit dem Kai Pflaume, der Sebastian Kienle wird da sein. Das sind echt, also deswegen wird es viele Kontaktpunkte geben und da freuen wir uns sehr drauf.